dass wir in der chemischen Industrie zu noch nachhaltigeren Prozessen kommen wollen. Das ist unser ganz großes Thema. Im Chemiepark Marl im nördlichen Ruhrgebiet ist Evonik diesem Ziel jetzt einen Schritt näher gekommen. Mit Macbeth, einem von der Europäischen Union geförderten Forschungsprojekt. In der sogenannten OXO-Anlage installiert das Team von Evonik eine Demonstrationsanlage. Ein Meilenstein für Robert Franke, den Initiator des Forschungsprojektes. Der Schritt, den wir jetzt im Macbeth-Projekt machen, ist ein ganz wesentlicher Schritt. Und zwar ist das der Schritt vom Technikum, von einer Mini-Plant in einen Demonstrator. Wir werden jetzt sozusagen 500 Mal größer und erst auf diesem Niveau können wir dann eine Aussage dazu machen, ob unsere neu entwickelte Technologie, die im Technikum prima funktioniert, ob die denn auch prozessfähig im Umfeld einer Großanlage ist. Die Wissenschaftler haben einen neuen Reaktortyp entwickelt, den katalytischen Membranreaktor. Er soll einen ganzen Produktionsschritt in der großen Anlage überflüssig machen. Das Besondere an dem ganzen Konzept ist ja, dass wir die Reaktion und die Abtrennung in einem Modul haben. Das bringt natürlich enorme Vorteile in Bezug auf Nachhaltigkeit. Aus unseren Untersuchungen im Technikum schließen wir zurzeit, dass wir bis zu 70% an Energie einsparen können. Gelingt das auch im großen Maßstab, wäre das eine Revolution. Ihre Vorboten sind die tonnenschweren Teile der Demoanlage, die von der Werkstatt zur OXO-Anlage umziehen. Verfahrenstechniker Thomas Diehl beschreibt den Aufbau. Wir haben insgesamt ein Skid, was modular aufgebaut ist, bestehend aus eben diesen 3 Modulen. In dem ersten Modul haben wir die sogenannte Katalysator-Ansatzstation, bestehend aus der Feststoffaufgabe und dem sogenannten Coating-Behälter, wo im Prinzip die Katalysatorlösung bereitgestellt wird. Die wird dann ins zweite Modul gepumpt, dort steht dann der Monolithreaktor. Und in dem letzten Modul haben wir dann den Schüttungsreaktor. Im Testprozess entsteht Pentanal, ein wichtiges Vorprodukt für Kunststoffe und Medikamente. Aber die dafür notwendige Hydroformylierung ist vielseitig. Die Hydroformylierung ist eine der wichtigsten Reaktionen in der industriellen organischen Chemie. Da stellen wir aus Olefinen Aldehyde und nachfolgend Alkohole her. Und diese Alkohole sind sehr, sehr wichtige Produkte für eine ganze Vielzahl von Anwendungen. Dass Macbeth den Sprung in die Produktion schafft, war nur durch Teamarbeit möglich. 27 Kooperationspartner aus ganz Europa waren an der Entwicklung des neuen Reaktortyps beteiligt. Und auch bei Evonik selbst haben zahlreiche Experten mitgewirkt. Allein schon an der Demonstrationsanlage, wie Projektmanagerin Maren Wagner erklärt. Insgesamt haben ca. 15 Planer ein Jahr jetzt an der Durchführung dieses Projektes gearbeitet, aus ganz vielen Fachdisziplinen, jeder mit eigener Expertise und einem eigenen Wissen. Jetzt steht der Beweis an, ob die Nachhaltigkeitsrevolution gelingt. Benedikt Derks, Betriebsassistent der OXO-Anlage, versichert: Wir werden die Anlage auf Herz und Nieren prüfen und gucken, ob sich die Ergebnisse aus dem Labor wiederholen und natürlich auch, ob unter realen Einsatzbedingungen das neue Prozesskonzept funktioniert. Und ich sag mal, die OXO-Anlage ist jetzt 50 Jahre alt. Wir haben uns stetig weiterentwickelt, aber mit so einem ganz neuen Prozessdesign schafft man natürlich Sprünge in puncto Energieeinsparung und Nachhaltigkeit, die wir mit einer bestehenden Anlage nie schaffen würden. Für die Wissenschaftler ist die Installation der Demonstrationsanlage die Krönung nach Jahren der Forschungsarbeit. Jetzt hier zu sehen, wie das Modul mittels des Kranes in die Produktionsanlage eingebaut wird, das ist schon ein unbeschreiblich positives Gefühl. Denn als Industrieforscher ist ja das ultimative Ziel, dass man etwas in Stahl und Eisen gießt. Evonik, leading beyond chemistry.